Oh, hallo, ich bin der Norman und das ist ein Website-Roast von Planzer.ch. Sehr eine interessante Firma. Ich mag die Firma. Man sieht immer ihre wunderschönen, super putzten Transportwagen rumflitzen auf der Straße. Und auch eurem Webseitenauftritt ist ein bisschen etwas Spezielles. So, also wenn ich google Planzer, dann sieht man da Planzer. Willkommen bei Planzer, gute Leistungen für beste Güter. Gesamtlösungen aus den Bereichen Transport und Lagerlogistik für die Schweiz und weltweit. Oder? Geile Dudes haben eine Webseite gemacht auf Schweizerdeutsch. Jetzt ist das etwas, wo ich auch schon gedacht habe, wäre eine gute Idee. Aber man hat halt so ein bisschen das Problem bei der Google-Indexierung. Meine SEO-Kollegin Janine Huwiler hat mich gestern noch darauf angesprochen, dass sie bereits vor einem Jahr darüber berichtet hat. Äh, und der Planzer geschrieben hat, und sie haben dann auch reagiert und dann gesagt, ja, sie seien dran, die Indexierung wegzumachen. Aktuell sind die Seiten auf Schweizerdeutsch, wie man sieht, wenn ich Planzer google, immer noch im Index und anscheinend sagt Google, ja, .ch, da, Planzer, wir liefern als Ergebnis die schweizerdeutsche Seite aus, planzer.ch/ch. Oder? Jetzt könnte man noch schauen, ob das href Language Tag richtig gesetzt ist. Es gibt nämlich, glaube ich, sogar ein href Language Tag für die Schweiz extra separat. Und das ist quasi die Sprachauszeichnung, wo man Google sagt, was für eine Sprache sich auf dieser Seite befindet, dass man verschiedene Sprachversionen kann anbieten kann. Auch wenn es ähnlicher Content ist, kann man sagen, ja, aber das ist für die Schweiz und das ist für Deutschland. Das ist ein bisschen eine weitere Unterscheidung, ob es eben die href Language Unterscheidung Deutschland und Schweizdeutsch und Schweizerdeutsch gibt, bezweifle ich eben schon noch. Aber ich glaube, Planzer schadet das nicht und es ist auf jeden Fall lustig. Ich habe dann einmal schnell gegoogelt, seit wann das so ist, oder? Ich habe dann schnell da eingegeben bei Google, da, nein, wie heißt da, Webagentur Planzer, auf Schweiz Dialekt neu und dann sieht man da schon 2008, oder? Haben sie das gemacht, also die haben das schon irgendwie seit Ewigkeiten auf Schweizerdeutsch, also kann ihnen nicht geschadet haben. Ich glaube, das Business läuft. Und das ist ja viel so einfach, ja, halt ein Business-to-Business-Geschäft. Und man muss schauen, dass man die richtigen Partner hat, damit die Logistikflotte dementsprechend ausgenutzt wird. So, jetzt schauen wir das Ganze mal aus SEO-Sicht an. Willkommen bei Pflanzer. Wenn ich draufklicke, bin ich auf der Webseite und dann haben wir da, oder herzlich willkommen beim Familienunternehmen Pflanzer, Ihrem Schweizer Logistikpartner. Come on, oder? Einfach herzlich willkommen, geht auf keine Sprache. Es ist auf Deutsch doof, es ist auf Schweizerdeutsch doof, es ist einfach immer doof. Wenn du ums Verrecken willst, herzlich willkommen schreiben, weil du so freundlich bist, dann schreibst du da ins Bild rein und dann kannst du da direkt äh, Ihre Schweizer Logistikpartner, Familienunternehmen Pflanzer, weil man sollte ja mit dem Keyword am Anfang anfangen und wenn du dann noch willst, sagen, ja gut, Familienunternehmen Pflanzer, Ihre Logistikpartner oder Ihre Schweizer Logistikpartner, ist es immer noch besser, als wenn man ein herzliches Willkommen da vorne an tut, weil das ist quasi Heading 1, müsste das sein, oder? Suchen, sieht man da, das ist nicht einmal ein H1. So, also. Jetzt habe ich gesagt, ja gut, das ist nicht einmal ein H1, jetzt gehen wir schnell da Basic SEO-Sachen schauen. Wenn ihr so Basic SEO-Sachen schauen wollt, müsst ihr kein SEO-Tool haben, könnt ihr auf seorch.de gehen, könnt da planzer.ch oder eure Domain rein tun. Ich habe dann da gesagt, das Keyword wäre Transporte. Sieht man User-Agent, Permalink, bla, alles nicht so wichtig. Sieht man die 4 wichtigsten On-Page-SEO-Faktoren, Title Tag. Sie haben einen Title Tag, hat die richtige Anzahl Wörter, die richtige Länge, aber keine Keywords im Title Tag. Was ist der Title Tag von Pflanzen? Willkommen bei Pflanzen, gute Leistungen für beste Güter. Anstatt ihre Schweizer Logistikpartner. Oder? Oder Transport. Oder Willkommen bei Pflanzen Transport. Dann haben wir das Transport auch schon wieder im Titel drin. Und das wäre schon mal viel besser, als es jetzt ist. Meta Description. Alles richtig, aber das Keyword nicht in der Description. Also kein Transport, kein zum Beispiel da Transporte steht nicht im Description Tag. Dann gehen wir schauen, Off-Page-Daten, was haben wir da? Ah.
Das Keyword wurde dreimal gefunden. Ja, man hat es auf der Webseite Stadttransporte, bla bla bla, Off-Page-Daten, ein Haufen Backlinks. Dann sieht man da Google-Suchergebnisse Top 30, oder? Für Transporte. Da kommt ZB Containertransporte, da kommt der Schöne, der Bechi, der Brauch, Rösli und so weiter. Da kommt dann der Pflanzer. Gemäß dieser Liste kommt Pflanzer für Transporte nicht, oder? Dann sieht man da Hierarchie der Überschriften. H1 fehlt, H2 fehlt. Also, wenn jetzt Google dieses Buch einsortieren will, sagt sie, ja, es ist ein bisschen schwierig, um das Buch einsortieren in der Bibliothek, weil wir wissen nicht, was es für einen Titel hat. Steht so herzlich willkommen. Und im H1, also in der Überschrift, wenn ich das Buch aufschlage, steht dort auch nicht so die spannenden Reisen von Pflanzentransport durch die Schweiz, sondern es steht einfach nichts und dann weiß man es nicht. Und dann muss man zuerst den Text lesen, dass man weiß, okay. Aber H1 und H2 sollte man unbedingt ausfüllen, das wäre schon noch wichtig. So. Jetzt, ja, ist Transporte dann überhaupt das richtige Keyword? Wenn ihr wollt wissen, welches Keyword ist richtig oder habt ihr überhaupt Keyword, das ihr gefunden habt, könnt ihr da oben die Domain nehmen, kopieren. Dann müsst ihr ein aktives Google AdWords Konto haben, das läuft. Geht ihr da auf Tools, Planung, Keyword Planner und dann können wir da ein neues Keyword entdecken, mit einer Webseite beginnen, dann die Domain ein, zack, Enter, ups, Ergebnisse anzeigen. Und jetzt geht Google mal schauen, mit dem Google Ads, was hat es denn da überhaupt für Keywords drauf, oder? Dann findet ihr da 1616 Keywords, oder? Werden angezeigt. Transportunternehmen wird 1300 Mal gesucht in der ganzen Schweiz auf Deutsch bei Google. Also Transportunternehmen ist eigentlich der Way to go. Das ist das Keyword, wo auch da oben nach Relevanz sortiert für die Seite Pflanzen am wichtigsten vorkommt. Gibt es dann eins, das höhere Suchanfragen hat? Oh ja. So. Und zwar Pflanzentransporte AG, oder? Also Pflanzentransporte AG, die Firma selber, wird 33.100 Mal gegoogelt, oder? Darum haben die auch nicht so das Problem, ob jetzt der H1 dort ist oder der H2 oder so, weil das Unternehmen hat so einen starken Brand, so eine gute Marke, dass sie krass gesucht werden. Also es spielt wirklich keine Rolle. Das ist wie bei Schmuck kaufen, das suchen 8'000 Leute und Swarovski suchen 40'000 Leute im Monat. Also Pflanzentransporte AG, sieht man selten in dem Ausmaß. Und dann Transportunternehmen 1300, nach Relevanz sortiert. Gehen wir Transportunternehmen suchen. Wenn ihr das überprüfen wollt, geht ihr Inkognito, Gastprofil öffnen. So, alle akzeptieren. Dann haben wir da gesponsert, Google Ads, Armin-Transporte, Rasttransporte, Dünki-Transporte, der schöne Pflanze kommt da unten. Oder? Würde jetzt Title Tag und Description machen, H1, und dort irgendwie Transportunternehmen hineinschreiben, kannst du sicher sein, die wären in der kürzesten Zeit auf Position 1. Was auch geil wäre, wenn sie gute Kunden haben seit langen Jahren, könnten sie natürlich auch anfangen, Rankings sammeln und dann auch so wie der Offeri da zum Beispiel, ja, Aggregate Rating, alle Ratings von allen Plattformen zusammenziehen und das da so in den Sternchen ausweisen. Das wäre natürlich cool. Und auch da hat es den Kartenausschnitt, den es bringt. Also ist Google My Business ein wichtiges Thema für das Thema Transportunternehmen. Also muss man das Google My Business Profil optimieren. Jetzt gehen wir mal schauen da. Pflanzentransport haben wir überall im My Business. Weitere Standorte. Wow, die haben tons of Standorte, oder? Aber nie eine ziegende Bewertung. Crazy. Vielleicht Absicht, ich weiß es nicht. Ah, doch, da hat es Bewertungen. Ui, 2,4. Ja, das ist halt ärgerlich, oder? Wenn man das Transportunternehmen ist und für irgendjemanden ausliefert, dann ist man mal zu spät, das gibt es, regen sich die Leute auf und das motiviert sie zum schlechte Bewertung zu machen. Wenn du das Päckchen überkommst und alles ist gut, dann freust du dich über das, was du bekommen hast. Und an den, der das Päckchen gebracht hat, denkst du leider als letztes und darum machst du keine positive Bewertung. Also, boah, das ist gemein eigentlich, he? Weil, ja, ich habe jetzt sonst nichts Schlechtes von Pflanzen gehört. Aber da können wir noch ein bisschen Reputation Management machen. Weil wahrscheinlich die Sternli-Bewertungen eher schlecht sind, zeigt es da auch nicht an. Und dann kommst du natürlich
Auch wenn jetzt jemand da Transportunternehmen sucht, oder? Transport, dann kommst du da eher nicht so, oder? Also das wäre sicher mal ein Thema, sich dort darum zu kümmern. Vielleicht eben quasi langjährige, glückliche Kunden, auch die B2B-Kunden zu motivieren, eine Bewertung zu schreiben. Ist natürlich ärgerlich, weil ihr habt viel mehr Leute, die Päckchen und so überkommen. Und dementsprechend, ja, äh, ist das ein schwieriges Thema. Es ist wie bei den Spitälern, die haben auch immer ganz schlechte Bewertungen. Weil wenn es gut ist, machst du nichts und wenn es schlecht ist, schreibst du eine Bewertung. Und das ist so ein bisschen eine Problematik, wo man aber sich ja bewusst ist, beziehungsweise bei Planzer scheint es jetzt nicht schade, weil sie sind sonst ja vorne dabei. Man kann das mal im SEO-Tool anschauen. Planzer.ch im SEO-Tool sieht man da den Online-Value-Index, qualitative und quantitative Sichtbarkeit, geht da immer ein bisschen auf und runter. Dann da Ranking-Verteilung. Auf der ersten Seite haben sie 31 Rankings, da hinten kommt noch etwas. Das wandert nach vorne, aber es sollte da definitiv der erste Pfeiler, also auf der ersten Seite sollte man die meisten Rankings haben, dann sollte es nach hinten so flach abfallen. Sie haben da mal irgendetwas gemacht, oder? Da unten. Irgendwann im 21. wahrscheinlich neue Webseite, neue Content, mehr Content, oder? Hat sich auf die Sichtbarkeit im Allgemeinen sehr ausgewirkt, bis da rauf. Aber der Anstieg in der Top-10-Bewertung, also auf der ersten Seite bei Google, ist nicht so groß gewesen. Das heißt, das Verhältnis von existierenden Seiten zu Seiten, die guten Content haben oder wo Google zumindest als guten Content vorne bewertet, ist viel schlechter geworden. Und durch das, ja, wird dann und für sich die ganze Sichtbarkeit so ein bisschen beeinträchtigt. Vielleicht hat das auch zu tun mit der Indexierung von der .ch-Seite, das weiß ich nicht. Aber eben bei so einem grossen Unternehmen so etwas einfach dann zu deindexieren, ist jetzt auch noch ein heiß. Ich will sehen, mal über Title Tag Description machen und schauen, aber wir leiden da auf einem ziemlich einem höheren Niveau, würde ich sagen. So, dann, was in Zukunft wichtig wird sein, KI, oder? Ja, vielleicht gehen die Leute nicht mehr googlen. Vielleicht sagen sie dann bei Perplexity, oder? Ich suche ein Schweizer Logistikunternehmen, das auch noch nicht einen Fehler drin, meine Waren konfektioniert. Hast du Vorschläge? Dann heißt da, basierend auf Ihrer Anfrage kann ich mehrere Schweizer Logistikunternehmen empfehlen, auch die Konfektionierungsdienstleistungen anbieten. Meier, Emmi, Sieber, Transfer, Pflanzentransport, da sind's. Share Textillogistik, sie kommen. Copilot sagt von Microsoft, Schweizer Logistik, gleiche Frage. Pflanzer Platz 1, Auftrag Arbeit, Lamprecht Transport. Tipptopp. ChatGPT sagt, Pflanzentransport, Position 1, gut. Claude sagt, suche in Schweizer Logistik, überall der gleiche Fehler, das ist super, oder? Ich kann Ihnen eine bekannte Schweizer Unternehmen vorstellen, Planzer Logistics. Da heißt es Planzer Logistics, ist noch interessant. Value-Added Services wie Konfektionierung und Verpackungen an, hat Standorte in der ganzen Schweiz. Ja, das ist doch super, oder? Das ist das mit dem HRF Language, was ich gemeint habe. Oder HRF Language Tag Schweizerdeutsch. Es gibt da irgendetwas DE-CH, aber da gibt es wirklich Entwickler und mein Programmierer, der wüsste das ganz genau. Ja, das weiß ich nicht, sonst könnt ihr es da beim Andreas Reisch nachlesen. Auch ein sehr altgedienter SEO-Spezialist mit richtig viel Ahnung. So, was haben wir dann da noch? Ich habe dann das Ganze noch webseitentechnisch angeschaut. Das Ganze ist ein WordPress-Pflanzerseite und habe das da in meinem internen System angelegt, wo ich kann so Sachen aus dem Online, aus dem Xovi und aus verschiedenen Tools ziehen. Und jetzt habe ich alle Usernamen können auslesen. Usernamen André Eisen, Belrin Bascha, Markom, Melanie Eberhardt, Patrick Martin. Und wenn ich jetzt die Leute google, finde ich heraus, welche Agentur, was sie für Positionen haben innerhalb des Unternehmens. Und wenn ich jetzt die Pflanzerseite hacken aus irgendeinem Grund und ich will die down nehmen und ich will dann einfach schaden, oder, dann könnte ich über diesen Usernamen natürlich auch probieren, mit diesen Usernamen über denen ihre Passwörter, oder? Dann haben wir WP Cronjobs sind aktiv und XML RPC-Schnittstelle ist offen. Das heißt, man kann die Seite ohne das Anmeldeseite auftun quasi, x-mal das Passwort ausprobieren, hat man zumindest mir gesagt.
letztes Jahr hat dann einer gesagt, ja, weißt, wir haben das geiles Hosting, wir haben dort Firewall und so, es kann da nichts passieren. Aber mein System sagt einfach, aufgrund von der WordPress-Version sind das die bekannten und offenen Sicherheitslücken, die WordPress-Version hat. Und ich weiß nicht, ob das ein Firewall dann ja, alles wegnimmt oder ob man vielleicht gleich einfach mal äh, die ganze Sicherheit von dem WordPress-System mal verbessern. Nennt sich dann WordPress Hardening, oder? Dass einfach WordPress sicher gemacht wird, dass so Sachen nicht mehr ausgelesen werden können. Ich muss ja nicht wissen, wer da alles ein User ist auf denen ihrem WordPress, oder? Sonst kann ich auch denen da Kontakt machen, Freundschaftsanfrage schicken und so, interessant und so, ja, für Akquise und kann mich so einschleimen. Und eben darum ist das vielleicht nicht ganz so clever. Genau, noch Google Lighthouse Report und Lesbarkeitsbericht ist auch immer scheiße, weil halt die schweizerdeutsche Seite zuvorderst vorne ist. Oder? Die kommt zuerst und dann wird die Lesbarkeit als schlecht beurteilt. Und Google findet das für den Kunden nicht gut. Barrierefreiheit ist schlecht, Leistung ist schlecht, SEO geht so. Aber da geht es nur darum, was man alles ausgefüllt hat. Das liegt aber sicher an den riesengroßen Bildern, die da drauf sind. Und dann ist es dann Slider. Ihr wisst, was ich halte von Slider, nämlich nichts, aber egal. Dann, ja, Call to Action mäßig gibt es auch noch ein bisschen Potenzial. Entdecken. Wahrscheinlich ist, dass ich eine Sendung verfolgen will. Oder zumindest könnte man mal die Auswahl geben, dass man es auf Hochdeutsch auch lesen könnte. Also als Legastheniker habe ich jetzt noch Mühe, um das auf Schweizerdeutsch zu lesen. Und ich weiß, es gibt die Version auf CHDEITFREN, oder? Aber das könnte man dem Kunden auch einfacher machen und könnte quasi darauf hinweisen, es gibt es im Fall auch mehrsprachig, oder? Wenn ihr schon Schweizerdeutsch schreibt, könnte man das auch hier im Text einbauen und so. Interne Verlinkung wäre auch noch eine Thematik, die ihr anschauen könnt. Also ja, das könnte man machen, wenn man will, aber wahrscheinlich eben, wie gesagt, ist das jetzt nicht das Wichtigste. Bei euch läuft die Flotte und das Geschäft läuft. Seht die ganze Zeit euch Wege. Und so würde ein Website-Roast aussehen. Ja, bei normalen Kunden machen wir meistens, oder bei kleineren Kunden kann man dann meistens besser noch mehr Handlungsempfehlungen geben. Da wäre jetzt meine Handlungsempfehlung in erster Linie Basic SEO machen, Title Tag Description H1, H2. Google Unternehmensprofil ein bisschen anschauen, dort vielleicht ein bisschen mit Hygiene arbeiten, vielleicht ein bisschen Beiträge posten dort drüber und so schauen. Aber ihr seid schon bei den ganzen ja, KI-Systemen dabei, also von dem her guter Job. Ja, das war es mit dem Website-Roast für die Planzer Logistik. Besten Dank, ich bin der Norman. Bis dann. Ciao zusammen.